hallo an diesem schönen, nicht ganz so extrem heißen Donnerstag. Heute kommt der dritte Teil der Metroid-Reihe, allgemein bekannt als Super Metroid. Einmal von mir gespielt worden, auch schon eine ganze Weile her und leider damals noch nicht auf dem Super Nintendo, sondern auf dem, war das denn 3DS oder normal DS? Für einen der beiden hatte ich mir das damals mal gekauft und nachgeholt. Und ja, heute mal auf dem, auch für mich zum ersten Mal, großen Bildschirm, wenn man so. Nachdem ich Ceres verlassen hatte, erreichte mich ein Hilferuf. Die Forschungsstation wurde angegriffen. Aber es gibt nicht nur von mir den Song. Wichtel und Sonne haben jeweils auch ihren separaten Song bekommen. Als die Sonne nicht schon davon erzählt hat. Hier ist der Bereich, wo wir in Zero Mission gegen Mother Brain gekämpft haben. Wo ich das damals gespielt habe, ich auch erst, als ich irgendwann mal später wieder hierher zurückgegangen bin, erst gemerkt, Moment mal, irgendwie kommt dir doch der Bereich hier bekannt vor. Da sind wir jetzt praktisch über die Flussroute. Hallo Artuvion. Über die Fluchtroute von damals jetzt hier wieder zurückgelaufen. Keim, wir haben es dir 1000-mal gesagt. Drück die Y-Taste 1000-mal und du bist trotzdem gestorben. Ich sag's, die Musik sei nicht einprägsam. Bruder, unser Herz wird schwächer. Kein Pessimist im Dauerlauf. Metroid findest du geil, doch da hört. Oh, warte mal, da gibt es ja noch eine andere Methode, da ranzukommen. Ich probiere das mal, aber vorher gehe ich speichern. Dann muss ich wieder ganz... Muss ich ja wieder hochlaufen. Ich teste es mal. Und wenn nicht, dann gehe ich halt drauf. Jetzt muss ich nämlich den Kollegen hier am Leben halten. Verdammt. Noch nach Turian. Ah, brauchte ich gar nicht springen, okay. Beziehungsweise nach Neuturian. Das alte hat Samus ja in die Luft gejagt. Letzter Versuch, dann gehe ich weiter. Ich will mich auch nicht zu lange hier aufhalten. Hallo. Okay. Hey, da. Reicht wirklich nicht. Okay, dann lass es jetzt so. Dann ist das was für den Zukunftskeim. Wollte ich hier nochmal langkommen. Nee, ganz im Gegenteil. Ich mag eigentlich Lachs, aber für so Parts Randomizer beibringen. Okay, war bei dem Raum da drüben. So. Ansonsten bist du zu Hause, hast jede Menge Zeit und dann musst du für Sonne den Lehrer machen. Eigentlich schön, dass du was geschrieben hast. Das wissen viele nicht. Keim und ich sind Freunde für immer, mit Freunde für immer Ring. Wenn wir so grüßen, rufe ich immer, du bist der Spiegel und dann sagen. In Sekunden. Keim, Donkey Kong Verbrecher. Sagst, die Musik sei nicht einprägsam. Bruder, unser Herz wird schwächer. Keim, Pessimist im Dauerlauf. Metroid findest du geil, doch da hört die Mucke manchmal einfach auf. Keim, Fähigkeitsproblem. Ganz ehrlich, wieso frage ich überhaupt noch nach? Nanu? Ah, ich muss das Fähigkeit machen. Scharfe Zimtschnecken schmecken noch gar nicht. Uff, ich wusste nicht, dass der Große schon so früh kommt. Das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Eieieiei. Puddingteig. Also, Onkel, jetzt wirst du ja komisch. Tja, dann heißt es,
Hallöchen, Crate. Ich denke, er freut sich überaus, mich wiederzusehen, nachdem ich ihn in Zero Mission den Arsch versohlt habe. Wiedersehen, Crate. Ich werde dich nicht vermissen. Ich einen Supermesser getroffen, das war ein bisschen erbärmlich. Und der Warrior Suit. Damit kann ich jetzt in Hitzebereiche und nehme weniger Schaden. Sehr, sehr schön. Ich muss sagen, ich habe den schwerer in Erinnerung gehabt, wo ich das erste Mal gespielt habe. Auch wenn ich zugeben muss, sonderlich clever habe ich mich gerade auch nicht angestellt. Ah, jetzt ist doch hier die Tür offen. Ah. Da war's. Hm? Oh. Hier sind die Speedbooster. Ich bin so blöd. Viel Spaß, Sonne. Also, nein, du bist nicht zu schwer, dein Anzug ist zu schwer. Ich würde ja sagen, muss niemals als zu schwer bezeichnen. Ist er hier? Ja, hier ist er, der Ice Beam. Jetzt friere ich die Mistkerle nämlich auch ein. Das finde ich fein. Ich muss aber ganz offen zugeben, ich weiß gerade nicht, welchen Boss man als nächstes machen soll. Ich weiß, für den in Meridia brauche ich auf jeden Fall, ich vergesse mal den Namen, wie der heißt, brauche ich auf jeden Fall den Grapple. Um in das Schiff von Phantom zu kommen, brauche ich auch den Grapple. Drück die Y-Taste 1000-mal und du bist trotzdem gestorben. Das würde ich so eigentlich jetzt nicht unterschreiben, dass wir uns ähnlich sehen, aber wer weiß, die hoffentlich noch unschuldigen Gedanken eines Kindes, heute ist ja was dran, aber ich würde es jetzt von mir aus ehrlich gesagt nicht behaupten. Also Teil 3. Nein, lass mich los, ich schmecke ganz schlecht. Ich schmecke immer noch ganz schlecht, hast du deinen Nachbarn nicht gehört? Verdammt nochmal, ich schmecke schlecht, habe ich gesagt! Aber siehst du, Sonne, ich stelle mich auch manchmal ein bisschen doof an. Nur bei dir ist es irgendwie ein bisschen niedlicher.
Gut. Das abgestürzte Schiff. Was? Wie ist das denn passiert? Okay, also etwas, was negativ auf dich zurückfallen könnte. Ah, du kannst uns nicht anfüttern und dann nichts sagen. Das läuft so nicht, Artu. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo ich hin muss. Oh Gott, ich muss die Stelle nur wieder finden. Ich glaube, ich muss nach Meridia. Da ich jetzt ja eine Powerbombe habe, kann ich da den Glasdurchgang zerstören. Jetzt muss ich nur diese Glasröhre wiederfinden. Wo zum Teufel auch immer die war. Ah, da steht's doch. Meridia. Und da ist bestimmt noch die Glassäule. Also der Glasdurchgang, den ich jetzt wegsprengen kann. Oh Gott, wie lange kenne ich den jetzt schon? Das durften jetzt 10 Jahre durften das jetzt schon sein. Wenn nicht sogar noch ein bisschen länger. Ja, Wichtel kenne ich länger. Als ich Wichtel kennengelernt habe, kannte er Sonne noch nicht. Die haben sich erst später kennengelernt. Unter anderem, dass ich jetzt auch hier beim Zockerstübchen mit dabei bin. Das ist ja auch nur durch die beiden passiert. Beziehungsweise primär durch Wichtel, der hat das ja angeleiert. Der hat dann Sonne mit reingezogen und dann auch mich. Ja, so ist das manchmal. Bin ich jetzt noch richtig? Nee, ich bin noch richtig. Genau, und hier kann ich jetzt es knallen lassen. Ah. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Das kann ich nämlich nicht. Oh, ich bin doch bescheuert, da brauche ich bestimmt... Stimmt, da brauche ich bestimmt eine Super-Missile und dann einfach... Danke. Ich habe gedacht, da brauche ich den Plasma-Beam. Oh Gott, bin ich doof. Danke, Artu. Hast mir gerade... Oh, stimmt ja, die Tore konnte man ja auch nach Raketen aufmachen. Und grün war ja allgemein für die Super-Missiles. Ah. Da ist der Fisch-Boss-Typ, dessen Namen ich mir nie merken kann. Der ist aber mit einem Trick relativ einfach zu besiegen. Vorausgesetzt, ich finde das Item dafür. Aber ich glaube, das brauche ich sowieso, um dahin zu kommen. Ach, ich sehe gar kein Wasser. Ich kann mich wieder frei bewegen. Raketen auffüllen. Oh, das geht ja so viel besser als in Metroid 2. Das war ätzend. Das tut nicht weh. Ich bin ja dank Artu jetzt auch ein bisschen klüger. Das ist das grüne Teil, nicht Plasma Beam, sondern Super Missile bedeutete. Ich darf Kindern erzählen, dass ich das Spiel eigentlich schon mal gespielt habe, auch wenn es ein paar Jahre her ist. Aber solche grundlegenden Sachen sollte man eigentlich... Nee, ich glaube, unter Wasser funktioniert das nicht.
Aha! Oh, echt jetzt? Ja, aber da muss man den Sprungknopf da gedrückt halten, damit sie hoch genug kommt. Das ist nur die Frage. Ah. Das sah, glaube ich, nur so aus. Aber woanders hin kann ich, glaube ich, gar nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, ich könnte zum Wreckage-Schiff doch... Da bräuchte ich aber den Grapple Beam. Und da ich ja schon die Powerbomben hatte, dachte ich, okay, wäre Meridia die nächste Station. Ja, ich weiß aber auch nicht mehr, wo die ganzen Items waren. Naja, so weit war ich schon mal, Tobi, und dann bin ich trotzdem wieder reingefallen. Orientieren. Wenn ich jetzt natürlich hier weitergelaufen wäre, dann wäre der Hinweis natürlich dann Gold wert gewesen, dass ich in die falsche Richtung gelaufen bin. Aber ich habe es noch selbst gemerkt. Ach ja, klar. Ich vorhin ja... Ist ja schon völlig vergessen, dass hier ja was war. Ich wollte keine Powerbomb zünden. Was für eine Verschwendung. Ja, ich weiß, unnötig, aber okay, ich habe meine Powerbomb wieder gekriegt. Der hat mich doch so erschreckt, dass ich hier runtergefallen bin. Jetzt gar nicht darauf geachtet habe, wo ich hingefallen bin. Oh, also das sieht man nach was aus. Ach stimmt, das geht mir auch. Ich habe noch gleich. Wenn ich es jetzt nicht. Na los. Husch, husch ins Körbchen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein Stück. 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 Und tschüss. Sehe es als Thermalbad niemals tappen können. Die wäre vermutlich nicht mal ansatzweise auf die Idee gekommen, Powerbomben zu verwenden. Zugegebenermaßen, auf die Idee, den Charge Beam zu verwenden, bin ich auch nicht gekommen. Auf Mittag habe ich das auch nur erfahren, wo ich auch jemanden zugesehen habe, der das erste Mal Super Mario gespielt hat. Und die Person hat das leider mehrmals gemacht. So, 3 Stunden? Alter Schwede. Okay. Der kam wohl auch nicht auf den Trichter mit den Charge Beam oder hat, so wie ich, teilweise Schwierigkeiten gehabt, die richtig zu versenken. Ne? Wenn der einen bis ganz nach hinten drängt, ja, dann brauchst du eine Weile, um den wieder nach vorne zu drängen. Aber dass da Quagmire kommt, das hatte ich noch. Weg frei machen und dann Speed Booster. Und Shine Spark. Es ist aber auch fies, ganz ehrlich. Ich meine, wie viele Bosse gibt es, die man nicht, sag ich jetzt mal, konventionell besiegen muss, indem man die Lebensenergie runterhaut? Das ist ja wirklich sehr selten der Fall, dass sowas mal passiert. Und wenn man das nicht weiß, dann ist das schon... Es ist fies. Es ist schon fies. Ah, verdammt. Ups, das war die falsche Richtung, so muss. Ah, verdammt, einfach springen. Hier musste man ja einfach nur springen. Und der Schwung haut einen hoch.
Du siehst, ich bin noch nicht völlig verloren. Nur fast. Und hier ist der Grapple. Ja. Ich sagte, das ist so lange her und das Spiel will ich mal im Randomizer spielen. Na, das wird lustig. Nee, ich glaube das letzte Mal, als ich... Also ich weiß auf jeden Fall, bei dem Varia Randomizer konntest du den Avatar verändern. Ich hatte mir jetzt Archipelago jetzt nicht so genau angeguckt gehabt, ob da die Option auch war. Müsste ich mal gucken. Als... Fusion. Ja, Fusion spiele ich nach Super Metroid. Schön in chronologischer Reihenfolge. Fusion war damals mein erstes Metroid, was ich überhaupt gespielt hatte. Ich hatte halt leider damals kein Super Nintendo, aber ich hatte einen Game Boy Advance. Fusion war mein erster, dann Zero Mission und irgendwann habe ich dann Super Metroid auf dem, weiß ich nicht mal, ob es der DS oder 3DS war. Da gab es ja auch einige Super Nintendo Spiele, habe ich das dann Super Metroid nachgeholt. Und erst vor einigen Tagen habe ich das originale Metroid 2 zum ersten Mal gespielt, das für den Game Boy. Das Samus Returns für den 3DS habe ich auch gespielt. Ja, und da schreibe ich sowas von, die Begegnung im Reaktor ist sowas von eklig, weil wenn du einfach nicht weißt, dass du halt da runter musst und normal in die Sackgasse halt dann läufst, wo es nicht wie normalerweise dich dann nicht mehr sieht und verschwindet, sondern weiter auf dich feuert, das ist so eine Assi-Stelle gewesen. Und vor der habe ich sogar jetzt noch Bammel, wenn ich dann nach Super Metroid Fusion spiele. Darauf brauche ich mich überhaupt nicht, ganz ehrlich. Was ein Nightmare, oh Gott. Hast du ASM gespielt? Nightmare ist richtig eklig. Ja, glaub mir, als ich da auf einmal Nightmare gesehen habe, ich habe sofort das posttraumatische Stresssyndrom getriggert. Nein, wieso ausgerechnet der? Wieso muss der hier sein? Oh, ich kann mich kaum noch was an den Bosskampf in ASM erinnern, aber ich habe mich nicht gefreut, den zu sehen. Als ich ihn erkannt habe, dachte ich nur so, nein, nicht der, bloß nicht der. Gerade weil der auch in Fusion einfach so extremst eklig ist. Ich meine, die Inszenierung von dem Typen ist richtig geil gemacht. Dass er zuerst halt im Hintergrund ist, dann mit dem zerstörten Forschungsbereich, bis man dann wirklich auf den trifft. Es ist schon, atmosphärisch ist das Spiel richtig geil. Da kann man echt nichts gegen sagen. Aber boah, ja, Nightmare und die Stelle im Reaktor mit den SAX, das ist... Oh Gott. Uff. Vielleicht lasse ich Fusion doch lieber aus. Ich, Gottes Willen, ich zieh das durch. Obwohl ich sagen muss, Dread hat für mich Fusion abgelöst. Ja, ich ziehe Fusion durch, das mache ich. Also, aber ich muss sagen, die Emmys in Dread, die haben noch mal eins draufgesetzt. Allgemein schon das vor dem Fliehen ist halt eine Geschichte und selbst wenn man dann halt diesen Powerbeam den Powerbeam hat, um die zu besiegen. Nee. Und ganz ehrlich, der Endboss von Dread, der ist nicht so, also der war echt heftig. Ich dachte, der überraschende Ridley Endbosskampf in Samus Return war eklig, weil der war auch ziemlich schwer, beziehungsweise der Kampf gegen diese komische Bergbaumaschine, der war auch nervig, aber ich fand das Spiel trotzdem super geil. Kann ich nichts gegen sagen, aber es sind so ein paar Passagen gewesen, die ich genauso wie bei Fusion verflucht habe. Aber ich habe es auch nicht bereut. Das kann ich dir gleich sagen. Ich weiß noch, dass ich bei meinem allerersten Mal, wo ich das Spiel gespielt habe, mit dem echt zu kämpfen hatte. Das ist auch, glaube ich, der einzige Boss, wo ich auch ein bisschen Bammel habe. Das war jetzt fies.
Oh, los, komm. Na los, komm wieder. Und dann halt den Charge Beam verwende, das halt ein Spezialbeam angeblich. Ja, genau das. Dass das dann passiert. Was auch wohl recht gut gegen den helfen soll. Aber ich hab's noch... Alter. Okay, den Hinweis meinst du nicht, was... Obwohl, warte. Lass es mich erstmal so probieren. Und wenn ich wiederholt scheitern sollte, dann sage ich Bescheid, dann kannst du mir den Hinweis geben. Ich glaube, ich hätte doch nach oben gemusst. Oh, alles klar. Ja, okay, ich sehe es. Oh, Mistvieh. Oh, natürlich funktioniert das auf bestimmt im Speicherraum. Ah, ne, eine Energieaufladestation, die natürlich auch nicht funktioniert, weil sie keinen Saft hat. Wir hätten die Tür abgeschlossen lassen können. Ich probiere es einfach aus. Deaktiviere ich mal den Eis. Und probiere das einfach mal. Meine 15 Versuche habe ich ja. Ja. Ich weiß nicht mal, ob es der Beam war, den ich da verwenden sollte, oder ob es ein anderer war, was ich da gelesen hatte. Das Problem ist halt, ich kenne halt sein Muster halt nicht. Ich müsste halt genau wissen, wann der halt auftaucht. War ein anderer. Ne? Wann der halt auftaucht. Und dann kann das schon funktionieren. Kann. Ja, zumindest kann ich jetzt einfach nur nach oben schießen und ich vermausel es. Der hat es. Ich muss noch auf Glück hoffen, aber es kann. Hey, der Boss ist Assi. Du hast nur darauf gewartet, dass bei dem Boss nochmal sterbe, war, Onkel? Aber wie es vielleicht klappt es ja beim dritten Mal. Und wenn nicht, dann vielleicht beim vierten Mal, fünften Mal, sechsten Mal. Das wird schon irgendwie. Auf die eine oder andere Art und Weise. Ich meine, ich habe ihn schon mal besiegt. Ich habe den ASM auch nochmal besiegt. Alter, ASM. Das war auch ein Spaß. Aber ich muss sagen, hat mehr Spaß gemacht als die Version hier. Na gut. Einmal sind keinmal, alle guten Dinge sind drei. Das wird schon. Schon das dritte Mal jetzt. Aber ich kann den Boss auch echt absolut nicht leiden. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Invite a psycho killer inside. Durch die eine Super Missile nicht versemmelt. Jetzt vielleicht klappt, bei denen ein paar Mal sterben werde. Das war dumm, 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 dumm. Ruf die Ghostbusters, schließlich ist das Ding ein Geist.
Oh, es passt. Sehr geiler Typ, doch wenn die Kernschmelze kommt, dann verlässt dich das Team. 8 Stunden Weltrekord, alle kämpfen sich durch, doch du droppst nebenbei noch den Endboss-Geruch. Wichtel, sehr geiler Typ, Sonne dreht frei und du hängst tief im Krieg. Lebe am Tag, nachts, Controller im Griff, doch die Schublade gewinnt, Bruder, was war das für ein Glück? Ja, kannst mir gerne einen Hinweis geben. Ob ich ihn umsetzen kann, ist eine andere Geschichte. Also hat der Wichtel-Song jetzt auch seinen Weg hierher gefunden. Ich meine, wenn ich später mal Randomizer spielen möchte. Nee, Y-Taste würde hier nichts bringen. Weil die ist halt nur zum Abschalten der Spezialwaffen mit Quagmire da, dass der keine Powerbomben mag, dass Phantom keine Super Missiles mag. Du meinst, weil er dann diese komische Angriffsphase macht, ne? Okay. Dann kamen die also daher. Ja, die haben bei den Bossen anscheinend schon fiese Sachen eingebaut, um die ein bisschen schwerer zu machen. Ist aber interessant zu wissen. Nee, ich denke mal, das sind einfach kleine, fiese Fallen. Komm schon. Versuche noch nicht so viele Missionen wie möglich direkt anzudrücken. Versuche erstmal 2 Missionen zu versinken. Und dann wieder 2. Lass mich raten. Der Boss reagiert darauf, wenn er sehr viel Schaden in kurzer Zeit nimmt. Und wenn ich den zu viele Raketen auf einmal versenke, kommt genau die gleiche Phase, als wenn ich ihn mit einer Super Missile treffen sollte. Ah, okay, dann verstehe ich die Logik dahinter. Weiter. Oh, ich hab ihn! Ich hab ihn! Ah, okay. Die herkömmliche Methode war die beste. Keim, wir haben es dir 1000-mal gesagt. Drück die Y-Taste 1000-mal und du bist trotzdem Echt jetzt? gestorben. Echt jetzt? Ich nehme das jetzt mal als Gratulationssong. Hä? Wieso sollte mir Link to the Past? Oh, warte. Erstmal gehe ich in den Speicherraum, der da oben war. Ich will das Phantom für immer tot. Ja, das habe ich auch versucht. Aber... Moment mal, kann ich Missiles ausrüsten und trotzdem eine Charge Attack machen für die Fix Crew? Nee, das funktioniert nicht. Ja, da hätte ich, glaube ich, im Eifer des Gefechtes so die Knöpfe durcheinander gebracht. Also so schnell halt Select zu drücken, die Raketen auszuwählen, um dann Phantom zu treffen. Ist jetzt egal, ich habe es ja jetzt geschafft. Und ich freue mich absolut nicht in den Randomizer und dann. Das heißt aber auch nicht, dass ich
Ah, okay, also doch oben. Ich hätte bei dem... Naja, nicht unbedingt, Onkel. Auch wenn ich die Karte des Gebiets habe, gibt es aber auch versteckte Wege. Die nicht, also es gibt auch Wege, die nicht auf der Karte eingezeichnet sind. Also darauf kann man sich nicht immer zwangsweise verlassen. Nee, oder von unten. Nee, das ist gar nicht, Moment mal, das ist ja gar nicht der Wave B, das ist gar nicht der Dings, das ist ein Reservetank. Ah, okay, ich muss von unten, also ich muss noch eine Ebene weiter tiefer. Und dann mit dem Scheinsparksprung hier hoch und dann komme ich da ran. Okay, ich würde sagen, ich mache dann noch bald Schluss. Ich hatte ja bis 20 Uhr angesetzt. Aber ich will den Gravity Suit noch haben. Oh, das war... Ich bin nicht bald am Ende. Noch lange nicht. Im Gegensatz zu Zero Mission muss ich hier insgesamt 4 Hauptbosse platt machen, um nach Turian rein zu können, zu Mother Brain. Und ich habe gerade mal 2. Siehst du, das kommt davon, wenn man mich hetzt. Ja, aber wirklich, ich bin noch lange nicht am Ende. Ganz Meridia und noch ein großes Gebiet von Norfair steht mir noch bevor. Hier nochmal zur Sicherheit. Aber ich will den Gravity Suit haben. Ich will sowas von den Gravity Suit haben. Den will ich vorher finden. Auch wenn ich von der Farbe her den Barrier besser finde. Wirklich, ich will mir erstmal den Gravity Suit besorgen. Und dann kann ich ja dann beim nächsten Stream... Das Spiel ist aber mit Absicht darauf ausgelegt, dass es nicht zwangsweise eine feste Reihenfolge gibt, wie man einige Items findet. Ja, ist gut, Mandalorianer. Ja, okay, wir sind alle Mandalorianer und das ist der Weg. Der einzig wahre. Und bin in die Falle getappt, okay. Ja. Lehrgeld. Alter, kommen wir nicht mit diesem Lied, Quaschi. Bitte nicht, um Gottes Willen. Ups. Nee, das ist absolut nicht mein Lieblingslied. Und ich habe einen Reservetank. Sehr schön. Welcher Lukas? Okay, danke. Supi, der spielt gerade das wie Terranigma. Wünsche ich dir auch, Loga, und danke für deine Unterstützung. Ach, du hast eine gruselige Seite, Igelchen? Wusste ich gar nicht. Okay. Dann bedanke ich mich sehr für die doch sehr rege Beteiligung. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Okay. Die meisten der Anwesenden werden schon wissen, auf dem Zockerstübchen Uncut-Kanal kommt dann das volle VOD, ein Best-of-Video auf dem normalen Zockerstübchen YouTube-Kanal. Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen, entspannten Restabend und dann raiden wir rüber zu Lukas und lasst liebe Grüße da. Danke, danke und macht's gut.